Hallo und willkommen. Hast du dich eigentlich je gefragt, ob Flugzeuge auch, radikal anders aussehen könnten? Heute schauen wir uns mal eine wirklich ungewöhnliche Idee an. Kommt direkt aus einer Patentanmeldung. Es geht um Flugzeuge mit parallelen Flügeln. Also, die verlaufen längs am Rumpf. Genau, nicht seitlich, wie wir es kennen. Die Quelle ist die Patentschrift Parallele Flugzeugflügel. Und unsere Mission heute: Wir wollen verstehen, was dahinter steckt. Welche Vorteile verspricht das Ganze und wie soll das überhaupt funktionieren? Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Fangen wir vielleicht mit dem Problem an, das der Erfinder lösen will. Also, diese konventionellen Flügel, die seitlich abstehen. Ja, die erzeugen natürlich Luftwiderstand, das ist klar. Und die Patentschrift argumentiert auch, dass ihre Form, also dieses Verhältnis von Tiefe zu Spannweite, aerodynamisch nicht ganz optimal sei. Die Kernidee hier ist eigentlich ziemlich grundlegend, basiert auf Physik. Die Überlegung ist, Luft, die um ein Objekt strömt, die braucht ja Zeit, um sich dahinter wieder zu schließen, sich zu beruhigen. Ah, okay. Und je länger das Objekt in Flugrichtung ist, desto mehr Zeit hat die Strömung dafür. Also stell dir den Unterschied vor zwischen dem Kielwasser hinter einem kurzen, breiten Floß Ja, sehr turbulent. und der viel glatteren Spur hinter einem langen, schlanken Kanu. Verstehe. Und übertragen auf den Flügel heißt das laut Patent, lange Flügel, die parallel zum Rumpf liegen, die sollen eben den Widerstand verringern. Einfach weil die Luftströmung dahinter mehr Zeit hat, sich zu stabilisieren. Das ist schon eine ziemliche Abkehr vom bekannten Bild, oder? Absolut. Eine fundamentale Abkehr vom traditionellen Design. Und diese Abkehr, die verspricht laut der Beschreibung ja eine ganze Reihe von Vorteilen. Hier wird's jetzt wirklich interessant, finde ich. Also, neben dem geringeren Widerstand und damit potenziell mehr Auftrieb oder besserer Effizienz wird auch eine höhere Sicherheit genannt. Ja, die Argumentation ist, das Flugzeug sei dann kompakter. Genau, und dadurch sinkt angeblich die Gefahr von Kollisionen, also mit Hindernissen am Boden oder vielleicht auch Vögeln, an diesen weit ausladenden Flügeln. Richtig. Und ein Punkt, der wirklich heraussticht, ist die Behauptung, dass Seitenwind kaum noch eine Rolle spielen soll. Wie das? Ja, die Steuerflächen, die wären durch den Rumpf und diese parallelen Flügel quasi im Windschatten. Das klingt ambitioniert. Ja, das wäre ein enormer Vorteil, muss man sagen. Obwohl natürlich die Steuerung von solchen abgeschatteten Flächen sicher auch wieder komplex ist. Klar. Weiterhin wird mehr Flügelfläche genannt, also mehr Tragfähigkeit, wichtig für Fracht oder mehr Passagiere. Okay. Und das ist auch spannend, sogar Mechanismen zum Bremsen sind vorgesehen. Also durch Andrücken der Flügel auf den Boden. Und Energierückgewinnung dabei? Ja, Bremsen mit den Flügeln am Boden und Energierückgewinnung. Das ist ja ein ganzes Paket an Versprechungen. Ein ziemlich umfassendes Paket, ja. Okay, das klingt alles sehr fortschrittlich. Aber wie soll das denn mechanisch gehen? Wie steuert man denn solche Flügel? Also, die Beschreibung skizziert da ein mehrteiliges System. Da ist erstmal ein Hauptflügel oben auf dem Dach. Auf dem Dach, okay. Der wird von beweglichen Stützen gehalten. Und die Grundidee ist, wenn man die Höhe dieser Stützen verändert, also vorne hoch, hinten runter oder andersrum, Dann ändert sich der Anstellwinkel. genau, für Auftrieb oder eben zum Bremsen. Und diese Stützen sollen auch unabhängige Bewegungen können, um den Flügel für Lenkmanöver zu schwenken, quasi seitlich zu neigen oder zu drehen. Verstehe. Also schon der Hauptflügel allein ist ziemlich beweglich gedacht. Und was ist mit den Seitenflügeln? Die sind ja auch noch da. Die kommen noch dazu, richtig. Die sitzen an einer drehbaren Längsachse. Eine Achse, die sich dreht. Ja, entlang des Rumpfes sozusagen. Und durch Drehen dieser Achse ändert sich auch ihr Anstellwinkel. Also wieder für Auftrieb oder zum Bremsen. Okay, ähnlich wie beim Hauptflügel. Ähnlich, ja. Aber das Besondere hier, an diesen Seitenflügeln selbst, da sitzen nochmal separate, kleinere Steuerwerke. Nochmal extra Steuerwerke. Ja, und die sollen, so steht's drin, wie bei einer Autolenkung nach rechts und links ausschlagen können. Für die Richtungssteuerung. Moment mal, das heißt, die Seitenflügel, die machen beides, Anstellwinkel ändern, über die große Achse für hoch-runter. Genau. Und dann haben sie an der Spitze nochmal eigene kleine Ruder für die Links-Rechts-Steuerung. Genau das. Eine Art doppelte Funktionalität. Puh, das ist ja clever gedacht, klar, aber sicher auch eine, gewaltige Herausforderung für die Steuerungstechnik, für die Piloten. Absolut.
Die Komplexität der Steuerung und die nötige Zuverlässigkeit solcher Systeme, das wären in der Praxis riesige Hürden. Die Patentschrift beschreibt ja erstmal das Konzept, der Weg zur Umsetzung, der wäre noch sehr, sehr weit. Also, was heißt das jetzt alles für dich da draußen? Stell dir mal vor, du schaust hoch zum Himmel und siehst so ein Fluggerät. Langgestreckt, mit Flügeln, die am Rumpf entlanglaufen. Ein völlig anderer Anblick. Könnte so etwas wirklich die Effizienz, die Kapazität in der Luftfahrt revolutionieren, wie die Anmeldung das suggeriert? Diese Idee fordert schon unsere Vorstellungskraft heraus, rüttelt an dem, was wir für ein normales Flugzeug halten. Ja, zusammenfassend kann man sagen, wir haben hier eine Patentanmeldung, die einen wirklich radikalen Neuentwurf für Flugzeugflügel vorschlägt, basierend auf spezifischen aerodynamischen Überlegungen, eben diesem Prinzip der langeren Form für weniger Widerstand und einer wirklich komplexen Mechanik für Auftrieb, Bremsen und diese mehrstufige Steuerung. Und die Energierückgewinnung nicht zu vergessen. Stimmt, die auch. Bemerkenswert ist dieser integrierte Gedanke. Es ist halt der Versuch, gleich mehrere zentrale Herausforderungen der modernen Luftfahrt, also Effizienz, Kapazität, vielleicht auch Sicherheit, mit einem einzigen, fundamental anderen Design anzugehen. Das zeigt schon einen bemerkenswerten Erfindergeist, finde ich. Und genau da übergeben wir sozusagen an dich. Mal ganz abgesehen von der technischen Machbarkeit, darüber könnte man sicher stundenlang diskutieren, aber was für ein kreatives Denken, welcher Mut gehört eigentlich dazu, etwas so Etabliertes, so ja fast Ikonisches wie die Flügelform eines Flugzeugs derart grundlegend neu zu denken. Und umgekehrt, welche gewaltigen Hürden müsste so ein Konzept wohl überwinden? Ich denke da an Materialwissenschaft, Zertifizierung, vielleicht sogar die Anpassung der ganzen Flughafeninfrastruktur. Was müsste passieren, damit so etwas jemals Realität wird? Eine Frage, die, glaube ich, weit über die reine Technik hinausgeht.